Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Am Abend dieses Tages, da dürfen wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Zum Eingangslied, da haben wir jetzt eine Strophe vom Sonnengesang gehört. Der Sonnengesang von Franz von Assisi, ein großer Heiliger, der ein großes Loblied auf die Schöpfung gesungen hat, der sein Leben in das Loben Gottes gestellt hat. Und so dürfen auch wir unsere Stimmen zusammenlegen
vor allem unsere Herzen weit machen und uns in dieser Eucharistiefeier getragen und gehalten wissen. Auch wenn wir diese Feier an verschiedenen Orten mitfeiern, sind wir doch ganz da, versammelt in den einen Altar, wo die Gaben Brot und Wein durch Gott gewandelt werden. Und in diese Wandlung, in diese Veränderung, da dürfen auch wir uns geborgen und getragen wissen. Wir beten heute im Besonderen zum Dank und zur Bitte zur heiligen Gottesmutter in Maria rein. Einen besonderen Platz haben unsere lieben Verstorbenen. Da beten wir heute für die Verstorbenen der Familien Berger und Fugger und für Johann Sumper, den wir heute hier am Friedhof beigesetzt haben. Gott, so sind wir selbst da vor dir, als eigene Schöpfung, das Geschenk des Lebens. Und da dürfen wir von Neuem deine Nähe, deine Geborgenheit und deine Liebe in Kyrie erfahren. Der barmherzige Gott erbarme sich unser, er lasse uns unsere Schwächen und Fehler nach, er nehme uns an der Hand und begleite uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen gehorchen und einst in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen erhob sich im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Er ließ die Apostel für kurze Zeit hinausführen. Dann sagte er: Israeliten, überlegt euch gut, was ihr mit diesen Leuten tun wollt. Vor einiger Zeit nämlich trat Theodios auf und behauptete, er sei etwas Besonderes. Ihm schlossen sich etwa 400 Männer an, aber er wurde getötet und sein ganzer Anhang wurde zerstreut und aufgerieben. Nach ihm trat in den Tagen der Volkszählung Judas, der Galiläer, auf. Er brachte viel Volk hinter sich und verleitete es zum Aufruhr. Auch er kam um und alle seine Anhänger wurden zerstreut. Darum rate ich euch jetzt, lasst von diesen Männern ab und gebt sie frei. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk
von Menschen stammt, wird es zerstört werden. Stammt es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, sonst werdet ihr noch als Kämpfer gegen Gott dastehen. Sie stimmten ihm zu, riefen die Apostel herein und ließen sie auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen und ließen sie frei. Sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Und Tag für Tag lehrten sie unermüdlich im Tempel und in den Häusern und verkündeten das Evangelium von Jesus, dem Christus. Wort des lebendigen Gottes. Nur eines erbitte ich vom Herrn, im Haus des Herrn zu wohnen. Nur eines erbitte ich vom Herrn, im Haus des Herrn zu wohnen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir bangen? Nur eines erbitte ich vom Herrn, im Haus des Herrn zu wohnen. Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Nur eines erbitte ich vom Herrn, im Haus des Herrn zu wohnen. Ich bin gewiss zu schauen, die Güte des Herrn im Land der Liebenden. Hoffe auf den Herrn und sei stark. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Nur eines erbitte ich vom Herrn, im Haus des Herrn zu wohnen. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen.
Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Da nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Familien, liebe Brüder und Schwestern, die ihr zu Hause versammelt seid, im Gebet, in der Eucharistiefeier. Am heutigen Freitag, da begegnet uns ein ganz besonderes Evangelium. Die Evangelien, sie bilden eine Einheit. Aber es gibt auch so Herzstück-Evangelien, die zentral sind für uns als Christen. Und neben den Auferstehungserzählungen, da ist gerade das heutige Evangelium der Brotvermehrung eines der Herzstücke der Evangelien und auch unseres christlichen Glaubens. Das heutige Evangelium der Brotvermehrung, es hat Eingang gefunden in unzählige Bilder, die ganze Kunstepochen hindurch. Wenn ich meine Augen schließe, dann habe ich zu diesem Evangelium immer ein ganz besonderes Bild. Im Refektorium des Kurka-Priesterseminares in Graz, da ist vorne an der Wand ein Riesengemälde, das genau dieses Evangelium erzählt, und zwar in Bildern. Für mich war das Faszinierende bei diesem Bild immer die vielen Menschen, die da dargestellt waren. Die vielen Menschen, das sind wir alle, du und ich. Das Spannende bei diesem Evangelium, und da möchte ich heute auch den Blick hinlegen, das sind die zerbrechlichen Gaben, Brot, Fisch. Gott, er lässt sich diese Gaben aus der Mitte der Menschen bringen. Die fallen nicht einfach vom Himmel, sondern er wählt den Menschen. Er ruft den Menschen, die Gaben zu bringen. In dem Fall ist es ein kleines Kind, das die Brote und die beiden Fische hat. Das heißt, die Gaben für das Wunder der Brotvermehrung, die fallen nicht einfach vom Himmel, sondern die kommen aus der Mitte der Menge, aus der Mitte der Menschen. Ein unglaublich starkes Bild. Gott, er bedient sich der Menschen, damit die Gaben aus unserer Mitte kommen. Allein wenn ich an das Brot denke, ein faszinierendes Bild der Schöpfung und der menschlichen Zusammenarbeit, dass ein Stück Brot entsteht, das ist ein Weg des Vertrauens, ein Weg des sich Einlassens,
wenn der Bauer im Frühling diesen Samen in die Erde legt, dort beginnt bereits der Weg des Brotes, der Weg der Gaben. Aus diesem Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird und auf den ersten Blick stirbt, da wächst neues Leben hervor, da wächst schon das Brot. Doch dazu braucht es die Schöpfung, die Natur, das Wunder des Lebens, die wärmenden Sonnenstrahlen genauso wie das Wasser in Form von Regen. Und mit der Geduld, und das ist auch wichtig, wenn wir diesen Samen in die Erde legen, da brauchen wir Geduld, bis daraus ein zartes Grün wächst. Und aus diesem zarten Grün das starke Getreide in der Sommersonne, das dann heranreift zur Ernte. Ein Körnchen wird hineingelegt, aus diesem einen Samenkorn, da wachsen viele Körner. Dann die Ernte des Feldes, die Mühle, die aus diesen Körnern das Mehl mahlt, der Bäcker, der aus diesem Mehl das Brot backt, und dann ist es da, das Brot, ein Wunder des Lebens. Doch Gott, er möchte uns nicht einfach damit stehen lassen, sondern er ruft uns, dass wir die Gaben bringen und wandeln und verwandeln lassen. Und das ist dann die Feier der Eucharistie. Ich denke da an die vielen bewegenden Sonntagsgottesdienste, die wir hier in der Kirche schon gefeiert haben, wo die Hostienschale am Beginn mitten hinten in der Kirche auf dem Gabentisch steht, daneben der Wein, wo dann immer 2 Ministranten zurückgehen und diese Gaben holen. Das ist ein Stück weit das Bild, wenn Jesus sich vom kleinen Jungen die Gaben mitten aus dem Volk bringen lässt. Das feiern wir auch am Sonntag und in jeder Eucharistiefeier. Aber ich bleibe jetzt beim Bild der Ministrantinnen und Ministranten, wenn sie bei der Gabenbereitung die Hostienschale mit dem Brot holen. Die zerbrechliche irdische Gabe, die dann zum Altar gebracht wird. Der Akolyt, der dann die Hostienschale in Empfang nimmt, den Altar bereitet für uns alle. Dann ist das Brot, das wir zum Altar bringen, das Leben von uns allen. Es kommt aus unserer Mitte, aus dem Herzen der Menschen heraus. Und ich darf dann als Priester dieses Brot in der Hostienschale zum Himmel erheben und da Gott einfach bitten, dass er es wandelt und verwandelt für uns alle. Wir bringen die zerbrechlichen Gaben, Brot und Wein zum Altar und Gott, er wirkt. Da tut sich der Himmel auf und es berühren sich Himmel und Erde. Und Gott, er verwandelt diese Gaben, Brot und Wein, in Leib und Blut Christi. Und das ist dann der größte Liebesbeweis Gottes an uns Menschen. Er nimmt uns so an, wie wir sind, unsere Gaben, und er schenkt sie uns verwandelt wieder in Leib und Blut Christi. Ein unglaublicher Lebensvollzug, der da stattfindet. Und das betrifft nicht irgendjemanden, sondern uns alle. Sind wir dankbar, dass wir miteinander Eucharistie feiern dürfen und dass dieses eine Brot
wenn wir mit den Augen des Herzens hinschauen, wo wir Christus, den Auferstandenen, sehen, wenn dieses Brot gebrochen wird und uns ein Stück gereicht. Das größte Wunder, das zwischen Himmel und Erde stattfindet, das ist nicht ein Wunder für Einzelne, sondern ein Wunder für uns alle. Wir dürfen teilhaben an dem einen Brot des Lebens. Amen. Gott, so stehen wir da vor diesem besonderen Moment, wenn die Gaben hier auf den Altar gebracht werden. Da dürfen wir jetzt unser ganzes Leben mit hineinlegen in die Hostienschale. Und wir dürfen auf dieses Wunder der Wandlung, dieses Wunder der Eucharistie vertrauen. Schenken wir uns für diesen kostbaren Moment eine Zeit der Stille. Lasset uns beten. Gütiger Gott, nimm unsere Gaben und unser ganzes Leben an und gewähre uns deinen Schutz, damit wir die Taufgnade, die wir empfangen haben, nicht verlieren und zur ewigen Freude gelangen, die du für uns bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet, denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Sing heilig, 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 ist unser Herr und Gott. Sing heilig, heilig, ist
und in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Josef, mit allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen, mit unseren Ordensleuten, Akolyten und Seminaristen, mit allen Frauen und Männern, die du zum Dienst in die Kirche, in die Gemeinschaft gerufen hast. Erbarme dich unseres Bruders Johann Sumber, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Lass ihn mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten im Besonderen für die Verstorbenen der Familien Berger und Fugger, für Johann Suber. Wir denken auch an alle Menschen, die ihr in euren Herzen trägt. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. Der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt,
dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander aus der tiefen Verbundenheit heraus das Gebet des Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr Jesus Christus, er ist mit der Zusage des Friedens seinen Jüngern begegnet. Diesen göttlichen Frieden, den dürfen auch wir in uns tragen, miteinander teilen und vor allem miteinander leben. So sei der Friede des Herrn alle Zeit mit euch. Schenken wir uns ein Zeichen der Verbundenheit und des Friedens. Seht Christus, das gebrochene und gewandelte Brot, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Schenken wir uns einen besonderen Moment der Stille, um in geistiger Weise die Kommunion zu empfangen. Jesus, er schenkt sich dir im gebrochenen und gewandelten Brot.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet. Seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch allen für die Verbundenheit und für die gemeinsame Feier der Eucharistie, das Fest des Lebens. Ich darf euch schon herzlich einladen, morgen Abend um 18 Uhr zur gemeinsamen Feier und Übertragung hier aus der Wallfahrtskirche in Maria Rhein. Nachdem morgen Mariensamstag ist, werden wir auch in besonderer Weise die Votivmesse zur Gottesmutter Maria feiern. Ich darf auch schon einladen am Sonntag, 3. Sonntag der Osterzeit, da ist die Übertragung dann wieder um 10 Uhr. So darf ich euch noch einen Gedanken mitgeben, hinein in den Abend, in den morgigen Samstag. Herberge, mich hineingeben, die alten Worte, den vertrauten Klang, ausruhen vom Weg, die Wunden verbinden, den Tag loslassen, mich stellen und den Segen erbitten und neu aufbrechen. Der Herr sei mit euch. Die Fürsprache unserer Gnadenmutter hier in Maria Rhein segne, behüte, begleite und bestärke euch, eure Familien, alle Menschen, für die wir beten und die wir im Herzen tragen. Er, der Gott des Lebens und der Liebe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin und bringen Frieden und Freude. Dank sei Gott dem Herrn.